Wieso dürfen 14- bis 18-Jährige ohne Führerschein bei uns auf der Rennstrecke den Porsche GT3 fahren? Warum kann man nicht nur den 9 und 7 bei uns fahren, beim Young Driver 14 bis 18? Weil wir jetzt auch den R8 fertig umgebaut haben mit unserem Doppelbesteck von Weigl. Und unseren AMG GT, unser Sternchen, haben wir parallel mit umgebaut. Und wie das aussieht, das zeigen wir euch jetzt. Bin zugestoßen über TikTok, wurde einfach auf der For You-Page angezeigt. Ich fand's geil, die Idee, direkt gebucht. Mein lieber Johannes, jetzt warten wir mal, wie es war. Auf jeden Fall mega, selber zu fahren, so ein Auto auf der Rennstrecke, mega Erfahrung, vor allem das mit 17, kann ich jedem nur empfehlen und genau. Perfekt, freut uns. Stevie, Philipp, mein Lieber. Stevie von Racepool 99. Philipp von Trivar. Erzähl doch mal, was macht ihr? Warum sind ihr so viele Rennwagen? Wir sind hier in Oschersleben auf der Rennstrecke, mein Lieber. Ja. Wir kennen uns ja schon viele Jahre. Ja. Ihr macht das Straßengeschäft, wir machen das Rennstreckengeschäft. Genau. Und jetzt haben wir einfach mal gesagt, wir müssen uns wieder mal zusammentreffen. Es gibt immer so viel Schnittmengen, so viele Schnittpunkte, wo man sagt, Trivar und Racepool 99, das beißt sich nirgendwo, sondern das ergänzt sich. Und ja, da haben wir gesagt, wir gehen mal nach Oschersleben. Es ist schon wir treffen 10 Jahre uns mal. her, dass wir uns das letzte Mal getroffen haben. Ja. Genau, deswegen dachte ich mal, wir treffen uns mal. Geschäftsführer haben halt niemals Zeit. Ja, Ne? das ist leider so. Ihr wisst ja, bei Driver kann man schon ab 18 Jahren auf der Straße fahren, diverse Sportwagen. Ihr habt aber was noch Verrückteres, richtig? Philipp, mir ging es genauso wie dir. Eigentlich dachte ich so, Mann ey, wir sind jetzt hier schon seit Jahren auf der Rennstrecke. Das Thema 18 auf der Straße, das kann man einfach nie überwinden. Man braucht den Führerschein. Ich finde es teilweise eh schon sehr zeitig. Ne? Verantwortung, Gerade bei Sportwagen. PS, also. gerade bei Sportwagen haben wir auch schon oft gesprochen, dass das mit 18 auch so ein Thema ist. Aber wir haben einfach gesagt, man braucht keinen Führerschein auf der Rennstrecke, um überhaupt Auto zu fahren. Und sind dann auf die Idee gekommen, warum lassen wir nicht Jugendliche hier wie auf einer Kartbahn trotzdem in den Sportwagen fahren, wenn gewisse Bedingungen erfüllt sind. Ja. Das ist verrückt. Und eines Morgens, wie man dann manchmal so als Geschäftsführer beim Kaffee sitzt und wieder überlegt und noch in dem Modus ist, was kann ich wieder besser machen, wo können wir irgendwas schöner machen, wo können wir schlanker werden, kam mir dann die Idee, da sagte ich zum Kai, meinem Bruder und Geschäftsführer mit bei Racepool 99, warum lassen wir eigentlich nicht Jugendliche ohne Führerschein fahren? Weil klar, wir lassen uns den Führerschein von den Erwachsenen zeigen, aber es hat ganz oft auch schon das Leben gezeigt, dass die älteren Leute, die jetzt hier mit vielen Jahren Berufserfahrung auf die Rennstrecke kommen, gar nicht die besseren Rennfahrer sind oder die besseren Fahrer in einem Sportwagen, sondern teilweise junge Leute, die weniger Ego haben, die zuhören, Frauen, die auch zuhören. Und von daher haben wir gesagt, das probieren wir einfach mal. Krass. Und was ist das jetzt für ein Alter, für ein Mindestalter, was ihr da habt? Also wir haben das in eine Zielgruppe gesteckt, weil da geht es ja am Ende auch um Körpergrößen. Im Grunde genommen könnte es ja schon 10, 11 sein, theoretisch. Ich habe letztens auch auf YouTube ein Video gesehen, wie ein 5-jähriger Lambo fährt. Also von daher. Genau, da gibt es ja vom Kenan Sofoğlu, von dem Ja. Motorradweltmeister aus der Türkei, der Kleine, der fährt auch schon alles. Genau. Aber da sieht man ja auch Abstand Pedalerie, dort ist der Kindersitz noch eingebaut. Ja. Haben wir gesagt, 14 muss man sein, Jugendweihe, das Thema Konfirmation, Jugendweihe, ein geiles Geschenk. 14 bis 18, wir sponsern das auch noch ein bisschen. Das sind günstigere Pakete als bei den Erwachsenen. Ja. Und wir probieren das. Wir sind weltweit der einzige Anbieter, der sowas überhaupt macht. Und wir haben natürlich, um der Sicherheit zu folgen, die Fahrzeuge umgebaut mit sogenannten Fahrschulpedalen. Das heißt, wer schon mal einen Führerschein gemacht hat, kennt das. Der Fahrlehrer hat rechts und links dann auch Pedale zum Eingreifen. Und da haben wir einen Anbieter gefunden. Das gibt es nämlich eigentlich serienmäßig nicht, weil welche Fahrschule braucht jetzt ein Porsche oder ein AMG oder ein R8? In München habe ich mal einen Porsche rumfahren sehen. Für die Fahrschule? Das ist selten, Haben wir einen Anbieter bei Dresden gefunden, der hat gesagt, machen wir, bauen wir um. Und ist sogar zertifiziert und D-Grad genommen. Also wir dürfen sogar damit auf der Straße fahren. Sehr cool. Und wie kommt's an? Mega. Ja. Also das war wie in ein Wespennest gestochen. Da gab es teilweise Erwachsene, die haben angerufen und gesagt, Mensch, hier ist Herr Müller aus Erfurt, hier neben mir sitzt meine Tochter Ronja, die erzählt mir hier von TikTok, dass man irgendwie auf der Rennstrecke fahren kann. Das glaube ich nicht. Ja. Und da habe ich gesagt, Herr Müller, doch, Sie können das glauben, Ihre Tochter hat recht, wir bieten das an. Da haben wir es noch für 199 € mal zum Schnuppern, weil wir gar nicht wussten, was passiert. Das haben wir noch ein Jahr gelassen und dann mussten wir es natürlich auch ändern, weil das war so tierisch überbucht, das war der Wahnsinn. Ja. Cool. Mega. Der Vorteil ist bei den Jugendlichen, und das hätten wir auch nie gedacht, die sind absolut egofrei, die sind lernsam, die sind lernfähig. Viele, und das unterschätzt man, kommen schon aus dem SIM-Bereich. Die sind schon extrem viele Runden auf einer Rennstrecke gefahren, virtuell. Ja. Und das hilft natürlich enorm. Also meine Instruktoren waren am Anfang, Stevie, bist du wahnsinnig, die Leute auf das Auto zu lassen, die sind noch nie gefahren. Und ich sage, Jungs, ich bin so, ihr kennt mich, ich schmeiße euch gerne ins kalte Wasser, lasst uns probieren. Wenn es halt nicht funktioniert,
dann machen wir es wieder zu, dann nehmen wir es aus dem Shop raus und alles ist gut. Und schon bei den ersten Events, gerade hier in Oschersleben war das erste Event vor, glaube ich, 1,5 oder 2 Jahren, haben wir schon gesagt, mega. Ja. Die Jugendlichen begeistert, entspannt. Wir mussten gar nicht viel sagen. Die fahren hier rum, als wären die schon immer Auto gefahren. Ich sagte, als Bernd, 53, der Busfahrer, der 30 Jahre hier seine 86 durch Erfurt lenkt, der ist manchmal der viel schwierigere Kunde, weil der denkt, dass er jetzt mit 200 km/h rechtwinklig abbiegen kann, weil er in seinem Leben mal Lambo fahren will. Ist bei der Jugend überhaupt nicht, also wirklich genial. Begeisterung pur, Eltern mit, Klassen mit und da haben wir schon emotional richtige Höchstwerte erzielt. Ja, mega. Ja. Wenn es euch interessiert, vielleicht erzählst du noch mal kurz, welche Autos genau ihr da im Angebot habt? Genau, wir haben uns erstmal für 5 Fahrzeuge entschieden. Da ist zum Beispiel auch der Trabi dabei. Ihr werdet es nicht glauben, aber selbst unser Ostalgiker, der Trabi, ist für das Young Driver fahren. Ja. Wir haben sogenannte kleine Mini-Tourenwagen, also das ist nicht größer als Polo oder 1er BMW Größe. Und dann natürlich so unsere 3 Trendsetter, Porsche 911 GT3, den Audi 8 und den AMG GTR, damit man halt so ein bisschen ein Portfolio hat. Du deckst eigentlich alles mit ab. Genau, damit deckt man einmal alles ab. Lambo, Ferrari wollten wir machen, dort geht es bauartbedingt noch. Wie ist denn das in dem Alter bei euch jetzt? Straßenthema, habt ihr dort auch so viele Nachfragen, wie wir das jetzt für die Rennstrecke haben? Also du kennst ja vielleicht von dir noch früher, wir waren ja auch mal jung, jetzt nicht mehr ganz, aber wir sind noch halb jung. Wenn du Benzin im Blut hast, dann fängt das ja früh an. Und bei den Straßenautos ist halt 18, wie du schon gesagt hast, die Grenze. Also die Nachfrage ist auf jeden Fall groß. Es ist ein schwieriges Versicherungsthema, auf der Straße ist ja doch noch mehr zu beachten. Glaube ich. Ich denke mal, gerade wenn ihr jetzt unter 18 seid, dann ist natürlich das Verlangen, so ein Auto mal zu fahren, noch größer, gerade so ein Sportwagen. Also ich vermute mal, da ist eine Menge Nachfrage. Ja, und deswegen dachten wir uns ja auch, wir bieten euch da ein schönes Special an. Also wenn ihr jetzt Bock habt, dann könnt ihr ganz bequem über Driver buchen. Racepool wickelt das ganz professionell für euch ab. Ihr zahlt auch nicht mehr, das sind die gleichen Konditionen. Ihr kriegt also das volle Programm. Ich denke, die Leute sollen sogar schnell sein. Ne? Also ich glaube, ihr seid relativ ausgebucht. Da ist eine lange Schlange, die Bock hat auf das Programm. Also solltet euch lieber gestern anmelden als morgen. Ja, wir haben ja zum Glück viele Rennstreckentermine, weil wir mittlerweile sehr gutes Zusammenarbeiten. Das ist vielleicht noch ganz spannend. Wo kann ich das überhaupt machen? Genau, ja. Spreewaldring, Lausitzring, Sachsenring jetzt ganz neu, wo wir reingekommen sind, dann Großdölln überhalb von Berlin, Oschersleben hier und sogar am Bilsterberg, oben bei Bad Driburg. Geile Strecke. Bad Driburg auf 6 deutschen Rennstrecken, wo wir das anbieten. Und wie Philipp schon sagt, sollte man schnell sein, weil diese Fahrrunden, die sind ja limitiert pro Tag, pro Auto und die sind dann auch schnell weg. Lizenzierte Instruktoren, also ihr braucht keine Angst haben, das sind richtig gute Lehrer, die ihr an eurer Seite habt. Die machen das mit Witz, die machen das mit Charme, die machen das natürlich auch mit dem nötigen Nachdruck und mit Disziplin. Aber wenn die merken, dass die Jugendlichen schon gut fahren können oder das Auto im Griff haben, dann dürfen die auch schnell fahren. Wir hatten letztens eine Mutti hier, ich sag mal Mutti Monika, sagt hier, ist das hier draußen mein kleiner Sohn Gordon, der jetzt im Porsche vorbeigefahren ist? Ich sag, na klar, was sind die jetzt gefahren? 200? Oh mein Gott, sagte die. Ja, das sind dann solche Special Men, wo man sagt, cool. Geil. Ja, mega. Also ihr habt es gehört, wenn ihr Bock habt, schreibt uns, meldet euch an. Ihr werdet es nicht bereuen oder natürlich auch als Geschenk. Ne? Ist ja ganz hervorragend, Geburtstag, Weihnachten. Und Jugendweihe, Konfirmation, halt das Thema. Ne? Ja, mega.